Bow of Fairness plus 5 für 15 Milliarden. 64,8 von 65. Und Wasserbombe 9. What the fuck? Damn. Die beiden relevanten Rolls sind fast perfekt. Kritischer Schaden 8, PvE-Schaden 6. Damn. That's pretty good, not gonna lie. That's crazy. Nahezu perfekter Hernesbow. Nur 15 Milliarden jetzt zuschlagen. Das sind fast 1000 Euro. For real. Das sind fast 1000 Euro. Einfach ein Kurzurlaub für einen Bow. 1000 Euro Kurzurlaub? Also, entweder sind meine Preisvorstellungen so komisch oder eure. Aber für 1000 Euro kannst du einen richtigen Urlaub machen. Klar, jetzt nichts krasses, extravagantes, aber damit ist eine Woche Italien ist da drin für 1000 Euro. Und, er sagt einfach nur Bescheid, dass wir ihm das nicht mehr schicken sollen. Und ich so, oh, come on, man. Und ich so, das nächste Mal würden wir es ihn erst in 3 Jahren schicken. Und er so, oh, ach so. Ja, mal schauen, ob ich dann noch lebe. Und ich denke mir nur so, Junge, what the fuck, Alter? Was willst du eigentlich von mir? Also er hat mich angerufen, ne? Okay, Bro. Crazy. Dann habe ich ihm eine gute Besserung gewünscht. Einen angenehmen Tod. Gefühlt kein Mensch da draußen zockt Flive. Das ist leider richtig, ja. Touché. Touché. Das ist leider korrekt. Candy Crush ist ein Videogame. Das hier ist Fluff. A.k.a. eine Lebenseinstellung. Sun Tzu. The Art of Life. So hieß das Buch wirklich. Ja, irgendwie haben die das Pet-System, ist halt auch so komisch. Das wurde ja ursprünglich als heftiger Penya-Sink erfunden. Aber jetzt ist es ja mittlerweile eigentlich so, kein Schwein züchtet mehr Pets hoch, weil das ist übelst das Verlustgeschäft. Du benutzt eigentlich einfach nur noch Reroll-Pets und fertig. Also ist irgendwie auch voll komisch. Also schon klar, ich meine, es war viel zu teuer. Pets am Anfang, das war ja geistesgestört. Ein Pet, selbst ein schlechtes Pet, 600 Mio. Das kam ja in eine Wirtschaft, wo die F-Coin-Kurse 60 Mio pro 1000 waren. Also da waren ein paar hundert Mio, das war geistesgestört viel Geld. Und dann halt auch für ein schlechtes Pet musstest du so viel ausgeben. Klar, dass das so nicht sein konnte. Also sie mussten schon was machen, dass es ein bisschen günstiger wird. Aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo es halt dann eigentlich... Also wo überhaupt niemand mehr Geld dafür ausgibt. Also ja, laufend die Pet Candies, die kosten ein bisschen Geld. Aber das war's dann halt eigentlich auch. Wie gesagt, so richtig krass Pets züchten macht vielleicht hier und da der ein oder andere Wahl vielleicht noch. Aber ansonsten wird ja eigentlich nur noch gererollt. Und also die ersten paar Level nicht, aber die ersten paar Level kosten ja auch nichts. Es geht ja wirklich um A und S, sag ich mal, und B, die richtig teuren, und genau die werden nur noch gefarmt, nicht mehr gezüchtet. Ich habe es ja selber demonstriert in dem Video, was ich letztens gemacht habe, wo ich die ganzen Gratis-Candies vom Anniversary-Event benutzt habe. Und obwohl ich diese ganzen Gratis-Candies hatte, ich meine, gut, es waren natürlich überwiegend F, E und C Candies, also die niedrigen, die natürlich auch nicht so viel wert sind. Aber obwohl ich diese ersten Stufen quasi alle gratis bekommen habe und geskippt habe, hat man dann immer noch ausgerechnet, wenn ich das jetzt mache, also wenn ich jetzt diese ganzen Pets auf A ziehen würde zum Beispiel, was halt die Pets sind, die ich selber gerade sammeln will, würde ich immer noch einen Verlust machen. Also selbst wenn du einige Stufen geschenkt bekommst oder einige Candies geschenkt bekommst, selbst dann lohnt es sich nicht zu züchten, sondern einfach die Reroll-Pets zu kaufen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, aber es ist halt irgendwie so, keine Ahnung, könnten sie vielleicht mal updaten, dass dann vielleicht das Züchten günstiger wird. Weil ich meine, macht ja dann keinen Sinn, wenn eh keiner mehr züchtet, dann kannst du es auch günstiger machen, wo dann vielleicht schon wieder Leute züchten würden. Also zum Beispiel, du machst alle Pet Candy
Craft-Preise minus 20% oder so, dass es halt halbwegs attraktiv wieder wird. Vielleicht oder so. Oder von Server zu Server vielleicht unterschiedlich, je nachdem. Könnte man auf jeden Fall was machen, denke ich. Ja, aber das ist der einzige NPC Mitsune. Wenn du es dir durchliest, verstehst du es vielleicht, aber wer zum Teufel liest sich Quests durch? Das ist einfach nur cringe. Coca-Cola ist derselbe wie Freeway Cola. Oh, okay, jetzt. Slow down, der Cowboy. Du schlägst gerade etwas über die Stränge. Du schlägst gerade etwas über die Stränge. Du hast nicht gerade Freeway Cola mit Coca-Cola verglichen. Allein schon deswegen nicht, weil ich habe Coca-Cola-Aktien, also Trash-Talke bitte niemals Coca-Cola. Das schadet meinem Vermögen. Kauf gefälligst Coca-Cola. Ein Einkauf bei Coca-Cola ist ein Einkauf bei mir. Eine Kollegin hat mal Kong Strong getrunken und hatte den ganzen Tag Herzrasen. Ja, weißt du was, Monster P? Das ist safe eine Schläferagentin für Monster Energy gewesen. She's a hating P. Hat die safe nur vorgetäuscht. Dann hat sie, lass mich raten, dann ist sie in den nächsten Supermarkt gerannt, hat sich eine Dose Monster Energy geholt und getrunken. Und dann ging es ihr plötzlich wieder gut auf magische Weise. Monster Energy hilft gegen Herzrasen. Mit wem redest du? Mit niemandem. Was mir gerade auffällt, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, jetzt wo ich so drüber nachdenke, fällt mir irgendwie erst jetzt auf. Aber ich fand immer früher, in der alten Coral Island, mein Lieblingsspot waren immer die Tiger. Und der Grund dafür war, dass ja alles so Strand-Wassermäßig war. Und nur die Tiger waren auf so einer coolen Wiese. Und das hatte dann irgendwie so ein nices, keine Ahnung. Sah einfach nice aus, wie so eine Oase in der Wüste oder eine Oase am Strand halt. Fand ich immer cool. Es ist mir gerade aufgefallen, dass ich da dran gedacht habe, die haben den Tigers einfach ihre Wiese weggenommen. Das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Warum sollten Tiger, also Tiger, am Strand rumlaufen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, I guess, wobei Tiger in der Wüste, weiß ich jetzt gar nicht. Eher nicht, oder? Also jetzt nicht Wüste, aber halt so, ja, die sind ja eigentlich mehr in Wäldern und so ein Scheiß unterwegs, soweit ich weiß. Also, ja, schon komisch irgendwie. Also warum sollte ein Tiger am Strand chillen? Die hätten da ruhig einen Wald hinmachen können. Oder nicht unbedingt einen Wald, aber jetzt so ein bisschen Stranddschungel, so ein bisschen Wiesen und so. Wäre noch ein weiteres Gebiet für die Abwechslung gewesen. So ähnlich wie Aatrox halt, nur saftiger und grüner. Nicht so verwelkt. Die brauchst du aber nicht, wenn du ein 8-Char-Abuser bist. Ihr habt gerade Dr. Style getroffen. Mein Bösewicht, alter Ego. Ich bin kein Talahorn. Aber danke für den Resub. Was? Kennst du den auf Instagram, der angeblich einen ganzen Monat lang nicht gekackt hat? No Pooping July heißt das und sehen, was die für Klicks machen. Nein, Rev, das kannte ich nicht und ich hätte auch wirklich mein ganzes restliches Leben damit verbringen können, diese Informationen